have fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. Nach 9 Jahren Funkstille kehrt die RTS-Auskopplung des Warhammer 40k-Universums in Form von Dawn of War 4 zurück und wird obendrein in Deutschland, genauer gesagt in Bremen von den King Art Games, verwirklicht. Dabei scheint man auch die Probleme des letzten Teils erkannt zu haben und geht dementsprechend 2 Schritte hin zum ersten Teil zurück, um entsprechend ein klassisches RTS inklusive Basenbau und 4 unterschiedlichen Fraktionen zu bieten. Alles, was bisher zum Spiel bekannt ist, habe ich euch daher in dieser Zocker Lounge News zusammengefasst. We are the Blood Ravens. There is no victory to claim here. Only vengeance to enact. Whilst even one of us lives, we fight. For only in death does duty end. Im Jahr 2004 erschufen Relic Entertainment unter der strengen Aufsicht des Tabletop-Anbieters und dem Rechteinhaber am Warhammer 40k-Universum Games Workshop ein wahres Schwergewicht im RTS-Bereich, welches bis heute eine gigantische Fanbase hat und sich millionenfach verkaufte. Dieser Klassiker der Echtzeitstrategie, also Warhammer 40k Dawn of War, hat vor wenigen Tagen eine rund erneuerte Definitive Edition spendiert bekommen, welche das Spiel für moderne Systeme kompatibel gemacht hat und die angestaubte Grafik nochmals aufpolierte. Bei meinem Partner Instant Gaming erhaltet ihr die Dawn of War Definitive Edition für 21,50 € und habt damit wie immer das beste Angebot für ein heute noch überragendes RTS. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Hingegen setzte es Relic Entertainment 13 Jahre später mit dem aktuellen letzten Teil Dawn of War 3 so richtig in den Sand. Vom einstigen RTS-Konzept war hier nämlich nicht mehr viel übrig geblieben. Setzte der erste Teil noch klassisch auf Basenbau mit anschließenden Massenschlachten, ging man mit dem zweiten Teil schon einen anderen Weg hin zu Heldenfiguren und Rollenspielelementen, womit man schon einen großen Teil inklusive mir vergraulte. Teil 3 wollte dann das Beste aus beiden Teilen vereinen, was mit einem MOBA-Ansatz aber vollkommen gegen die Wand gefahren wurde und die wenigsten Spieler begeisterte. Dementsprechend wurde das Spiel wegen kaum existierender Verkäufe schon nach wenigen Wochen fallen gelassen und das schon angekündigte Add-on kurzerhand gestrichen. Relic konnte sich nach diesem Fehlschlag noch einmal berappeln und erhielt schließlich den rettenden Zuschlag von Microsoft für das dann wieder sehr gute Age of Empires 4. Allerdings sollten sie bis heute nie wieder am Warhammer 40k-Universum arbeiten. In the face of death, I shall have no remorse. Nun, viele Jahre später, haben die Bremer King Art Games den Zuschlag für eine Fortsetzung erhalten, welche schon mit Iron Harvest ein überaus überzeugendes RTS auf die Beine stellen konnten. Übrigens gibt es Iron Harvest bei Instant Gaming mit nur 4 € zu mitnehmen. Gönnt euch! Dawn of War 4 wird klar und deutlich als Rückkehr zu den Wurzeln beworben und möchte euch dementsprechend ein RTS mit Basenbau, Wirtschaftsmanagement und großen Massenschlachten bieten. Neben Space Marines, Orks und Necrons werden auch erstmals die Adeptus Mechanicus als spielbare Fraktion mitmischen. Alle 4 Parteien sollen sich dabei unterschiedlich spielen und dementsprechend einzigartige Commander, Einheiten, Gebäude und Spielmechaniken zu bieten haben. Insgesamt bedeutet das sehr starke 110 Einheiten und Gebäude. Geschrieben wurde die Geschichte vom bekannten Warhammer-Autor John French, welche unter anderem mit insgesamt 40 Minuten CGI-Zwischensequenzen erzählt wird. Jede Fraktion erhält dabei eine eigene vollwertige, mit mehr als 12 Missionen lange Kampagne, die dann auch im Koop gespielt werden kann und jeweils einen anderen Blick auf die Geschichte geben soll. Die Kampagnen sind dabei nicht linear, hängen also von euren getroffenen Entscheidungen ab, sodass ihr mit einem Durchlauf nicht alle Missionsvarianten erleben könnt, was den Wiederspielwert nach oben schrauben könnte.
Neben der Kampagne möchte euch Dawn of War 4 mit verschiedenen Spielmodi wie dem letzten Gefecht oder klassischen Skirmish überzeugen, welcher für maximal 6 Spieler gleichzeitig ausgelegt wurde. Dawn of War wird von der deutschen Games-Förderung mit 2,6 Millionen Euro bezuschusst und soll bereits im kommenden Jahr via Steam exklusiv für den PC erscheinen. In diesem Sinne einmal auf den Abo-Button klicken für mehr, denn ich bleibe hier natürlich dran und dann bis zum nächsten Mal.